20. Februar 2025, Sternenmedium Daily. Herzlich willkommen zu diesem hoffentlich wunderbaren neuen Tag. So, es wird mal wieder Zeit, Energiebotschaften zu machen, richtig? Für jedes einzelne Sternzeichen. I see. Doch, ich fühle jetzt gerade, muss eine andere Botschaft durch. Ups, schauen wir mal. Oh, wow. Die Hoffnung deiner Träume, die Hoffnung stirbt zuletzt. Wann stirbt die Hoffnung? Dann, wenn du losgelassen hast, wenn der Widerstand zu groß wird. Heute achte auf die Zeichen. Achte auf den Traum, den du hattest, im besten Fall selbstverständlich nur, falls du dich an diesen erinnern kannst. Und achte auf die Zeichen während des Tages. Das Universum wird immer versuchen, alles ins Hier und Jetzt hineinzubringen, was du erhoffst, an was du glaubst, was du manifestierst. Ein Tag heute, in dem du sehr viel erkennen darfst, sehr viel lernen darfst. Ein großer Teil Weisheit und Wissen darf sich dir heute zeigen. Schau hin. Ein ereignisreicher Tag auf diversen Ebenen. Du darfst erkennen, du darfst integrieren, lerne dazu. Der Mond, ausschlaggebend. Der Abnehmende, in dem wir gerade sind? Nein. Es geht um den zunehmenden Mond. Das heißt, heute wird, ich denke, Sie sagen in 3 Wochen, der heutige Tag wird in 3 Wochen eine wichtige Rolle spielen. Das heißt, 3 Wochen, 21 Tage, ich muss schnell rechnen. Ja, um Mitte März wird es einen Tag geben, der an den heutigen anschließt. Vielleicht rückschlussziehend die Erkenntnis. Also, schreibe dir den heutigen Tag auf, irgendwo in die Notizen in dein Handy oder auf einen Zettel, klipp in ihren Kühlschrank und achte in 3 Wochen, genau 3 Wochen, achte darauf, du wirst Antworten bekommen. Gut möglich, dass sich da dein Wunsch, dein Traum realisiert. Gut, nichtsdestotrotz, Energiebotschaft. Der Steinbock bitte. Der Steinbock fühlt sich heute etwas müde und abgeschlagen. Sie sagen, in welcher Art und Weise nimmst du Vitamine zu dir? Sie empfehlen dir sogar Vitamin D. Doch, sprich das mit deinem Arzt ab, lieber Steinbock. Du hast heute noch Großes vor, doch du weißt davon noch nichts. Sie sagen, der Abend wird hervorragend werden, ganz anders gestaltet als vorgehabt. Ich mische eigentlich die Karten, dabei kommen die Botschaften wie immer so durch. Ich lasse die Karten mal weg. Der Wassermann bitte. Etwas Neues kommt, du spürst etwas, aber es ist nicht greifbar. Du bist innerlich ein bisschen hibbelig
Und dann kommt wieder die große Ruhe. Und dann kommt aber wieder so ein Gefühl in dir hoch. Du kannst es aber nicht greifen. Es ist wie, als hättest du das Gefühl, etwas Großes, Neues steht bevor. Doch du weißt überhaupt nicht, was. Nichts für ungut. Tief durchatmen. Genieße diese Schmetterlinge im Bauch, die dir das, was kommt, bescheren wird. In einigen Tagen wirst du sicherlich die Antwort dazu bekommen. Sie sagen, der Wassermann sollte den heutigen Tag genießen. Die Energien sind für den Wassermann sehr, sehr positiv. Sie laden zum Vollgas geben ein oder zum Relaxen, je nachdem, wie du es brauchst. Die Fische bitte. Alle Hände voll zu tun, liebe Fische. Heute ist ein busy day. Sie sagen Struktur, Organisation. Du hast Angst, irgendetwas heute zu vergessen oder denkst dir schon seit dem Weckerklingeln, oh Gott, ich darf das heute nicht vergessen, wichtig, wichtig, wichtig. Sie sagen ganz ruhig, du wirst nichts vergessen, doch sei organisiert und strukturiert, denn heute gibt es wirklich allerhand zu tun. Etwas Unvorhergesehenes kommt ins Haus geschneit. Ich bekomme kein Gefühl, weder negativ noch positiv, also ganz neutrales Gefühl, doch sei einfach darauf vorbereitet, dass heute noch irgendetwas Unvorhergesehenes auf dich zukommt. Sie sagen, Luftballone spielen eine große Rolle. Vielleicht geht es um die Leichtigkeit, um die Freiheit, die ja der Luftballon symbolisiert, um den Spaß, um die Freude. Oder du bekommst einen wunderschönen, großen, heliumgefüllten Luftballon vielleicht geschenkt. Wer weiß, mit einer Nachricht darin versteckt. Der Widder bitte. Der Widder kennt sich heute irgendwie gar nicht mehr aus, denn der Widder hat einen zackigen Tag heute, der ihn erwartet. Doch es ist gar nicht mal das To-Do, lieber Widder, sondern es findet hier oben bei dir statt. Da ist die Überforderung. Sie sagen, gebe Vollgas am Vormittag, gönne dir Ruhe am Nachmittag. Gegen 18 Uhr gibt es ein Gespräch, gut möglich ein Telefongespräch. Ich lese Beratungstermin, das heißt, dass jemand von dir Beratung möchte oder du dich vielleicht beraten lässt, wie du bestimmte Dinge besser hinkriegst oder zu einem Thema, einem Problem, whatever. Doch sie sagen, der Abend wird eigentlich ganz gechillt. Du bist froh, wenn du dann mal die Füße hochlegen darfst. Sie sagen, heute wäre vorteilhaft für dich leichtes Essen. Also nicht zu schwer essen. Sie sagen, genieße das, was du aufgebaut hast oder dabei bist aufzubauen. Der Stier bitte. Der Stier, sie sagen, außer Rand und Band. Es ist, wow, sie zeigen mir richtig eine Trennwand, Wut und Freude. Es ist ein Wechselbad der Gefühle. Das hat mit bestimmten Themen zu tun, an die du denkst und dann wieder herumswitcht. Der Stier hegt heute einen Plan, klügelt einen Plan aus. Bitte, lieber Stier, klügel diesen Plan aus einer Neutralität heraus aus. Denn ansonsten kann es sein, dass wenn du zu viel Freude hineingibst oder zu viel Wut, falls das heute tatsächlich deine Themen sind, dass du übers Ziel hinaus schießt. Eventuell schreibe dir deine Ideen nieder, lass sie ruhen und am Sonntag fasse sie wieder auf. Denn da bist du ein bisschen runtergefahren. Wechselbad der Gefühle heute für den Stier. Der Zwilling bitte. Der Zwilling ist heute guter Dinge,
der Zwilling ist heute wirklich guter Dinge, ganz, ganz gute Laune. Irgendetwas um die Mittagszeit herum, ab 12 Uhr, um 12 Uhr mittags. Du wirst herausgefordert, lieber Zwilling. Und zwar eine Flirt-Energie, sei es, dass du auf jemanden triffst, mit dem du heftig flirtest oder jemand möchte mit dir heftig flirten. Doch es geht wirklich nur ums Flirten, nicht mehr und nicht weniger. Auch geht es um irgendein Gebäck, eine Backstube beim Zwilling, vielleicht ja deine eigene Backstube zu Hause oder du entdeckst irgendein neues Gebäck oder suchst Backrezepte. Also irre, was da nicht immer alles durchkommt. Aber es ist ja immer lustig, es passt immer für irgendjemanden da draußen. Sieht man ja in den Kommentaren oder an den E-Mails, die zu mir kommen. Noch etwas für den Zwilling. Der Zwilling sollte heute auf seine Beine, Füße achten. Es könnten Wassereinlagerungen sein, beziehungsweise das Gefühl der schweren Beine. Gut. Der Krebs bitte. Ich höre on a sunny day, also an einem sonnigen Tag. Der Krebs gewinnt an Selbstvertrauen, sei also bezüglich einer Sache, bezüglich sich selbst. Es hat auch mit einem Plan zu tun oder einer Erkenntnis und daraufhin wird ein Plan geschmiedet. Der Krebs bekommt heute auf irgendeine Art und Weise einen sehr, sehr großen Zuspruch, beziehungsweise eine Art Auszeichnung auch. Kann auch eine Beförderung sein, eine Geldsumme, eine mega, mega tolle Einladung. Und sie sagen, der Krebs sollte sich selbst mehr zutrauen heute. Der Krebs sollte sich nicht unter den Scheffel stellen, egal um was es heute geht. Trau dich, zeig dich, du schaffst es. Der Löwe bitte. Sie sagen, es gibt's nicht, Sie zeigen mir echt einen Löwen, das Tier Löwe, der gähnt und sagt, der Löwe ist heute müde. Genial. Also der Löwe ist heute müde, Moment. Oh, Sie sagen, es ist eine Müdigkeit aus Langeweile. Immer das Gleiche höre ich. Immer die gleiche Tretmühle, immer die gleiche Aussicht. Ja, lieber Löwe, dann think outside the box, go outside the box. Der Löwe wartet. Der Löwe wartet auf Veränderung, doch es verändert sich nichts. Heute ist ein Tag der Wahrnehmung, doch du nimmst es nicht gleich wahr, dass du es bist, der verändern sollte, sondern du denkst, ich warte mal, was sich so verändert. Doch heute ist ein Tag, mach es anders, lieber Löwe. Es wird gelingen. Abenteuer pur, Spaß, Freude. Für diejenigen, die Familienanbindung haben, höre ich, ab 18:30 Uhr, 19 Uhr wird es ein genialer Familienabend bzw. Familientreffen. Irgendetwas ist sehr innig, sehr herzlich. Und Kaubonbons oder Lutscher, irgendetwas Süßes ist heute auch ausschlaggebend. Die Jungfrau bitte. Sie sagen, die Jungfrau hat heute einen Hide Day. Die Jungfrau möchte sich verstecken, irgendetwas verstecken oder verheimlichen oder den Kopf in den Sand setzen. Die Jungfrau fühlt sich heute irgendwie energielos. Sie weisen auf Früchte hin.
Also wie, als solltest du mehr Früchte essen oder dir einen Smoothie machen. Sie sagen, du gibst zu viel in die für dich nicht ganz richtige Richtung. Das ist wie, als würdest du dich an etwas aufarbeiten, energetisch, praktisch, zwischenmenschlich. Und da hast du jetzt so einen gewissen, ja, Erschöpfungslevel, eine Müdigkeit erreicht und du fragst dich, ich weiß gar nicht, warum ich heute so müde bin. Doch schau hin, wo hast du so viel, zu viel Energie in den letzten, sie sagen 7 Tagen und bei einer einzigen Jungfrau in den letzten 7 Wochen hineingesteckt. Das ist die Quintessenz heute. Darum überdenke, was kannst du anders machen? Die Waage bitte. Bei der Waage geht es heute rund. Die Waage, da ist heute auch richtig was los. Also ich merke schon, ein sehr energetisch reicher Tag. Die Waage. Es geht ums Bingo-Spielen oder Bingo, weil du etwas erkannt hast, weil du das Richtige tust. Jetzt kriege ich meinen Reizhusten. Sie sagen, für die Wagen, die heute Auto fahren müssen, Vorsicht. Vor kleinen Pannen oder kleinen Crashs. Gleich löschen, löschen, löschen. Das wollen wir nicht für die Waage. Und ein Zirkuszelt wird auch ausschlaggebend. Aber vielleicht, liebe Waage, bist du es schlichtweg, die vermittelt, ja, bin ich denn im Zirkus oder was? Die Waage sollte diesen heutigen Tag ruhig angehen lassen, denn die Ereignisse, die werden sich heute überschlagen. Es ist so einiges los bei dir. Auch Feedback, Familie und Freunde sind heute irgendwie ausschlaggebend. Vielleicht bekommst du Einladungen oder du tauschst dich intensiv mit deinen Liebsten aus. Skorpion bitte. Oh, auch der Skorpion beginnt den Tag verschlafen, also 3 Wecker stellen, falls du aufstehen musst und eine Verpflichtung hast. In der Müdigkeit zwingt sich der Skorpion, ringt sich durch zu einer Entscheidung und Goal, es ist absolut richtig, es ist die richtige Entscheidung. Das heißt, wenn du dich heute unentschieden fühlst oder etwas vertagen willst, kommt es wie Flash. Plötzlich entscheidest du dich. Du gibst dir einen Ruck und sagst, ich mache das jetzt. Und es ist genau das Richtige. Für irgendeinen Skorpion ist heute Hafermilch ausschlaggebend. Das sagen sie, also für diejenigen, die Hafermilch trinken und aber auch noch irgendwelche körperlichen, gesundheitlichen Wehwehchen, Problemchen haben. Sie sagen, Hafermilch ist der Auslöser. Für was? I don't know. Dann sagen sie noch, der Skorpion möchte sich verlieben, der Skorpion darf sich verlieben. Also ich nehme an, das gilt jetzt für die Singles, hoffe ich. Sie sagen, für die, die heute Abend ausgehen, ein Feuerzeichen, und zwar ein Schütze, wird gut möglich ausschlaggebend sein. Und zwar, ich kann euch sogar sagen, wo, sie sagen mir 2 Plätze, sei es im Theater oder in einer Bar. Also kein Pub, keine Kneipe, sondern da, wo Bar draufsteht. Wow, das ist mal was, lieber Skorpion. Ja, last but not least, der Schütze bitte. Der Schütze plant heute eine Reise,
bzw. wird zu einer Reise eingeladen, die 5 Tage dauert, also mit An- und Abreise. Es ist eine Reise mit 2 anderen Menschen zusammen. Sie wird dir sehr gut tun, sagen sie. Und diese, sorry für mein Gehuste, aber das ist, wenn ich dann so lange und schnell rede, denn ich denke mal nicht, dass du Kommunikationsprobleme hast, lieber Schütze, oder? Diese Reise wird noch im Februar stattfinden, beziehungsweise gleich Anfang März, und zwar ab heute bis 8. März. Und das Thema Kohle, also ich weiß nicht, ob es die Kohle vom Geld her ist oder die Kohle als Material, also vom verbrannten Holz, die Holzkohle. Kohle ist heute ein Thema, sagen sie. Und sie sagen, lieber Schütze, die Sonne scheint immer, auch wenn du sie manchmal nicht sehen kannst. Doch sie scheint, so lächle auch du für die Sonne. Lieber Schütze, ihr Lieben alle, Happy Day. Bis morgen. Ciao.